Die Legende von der Bergmutter. In Kolumbien gibt es eine alte Sage, oder besser gesagt eine Legende. Die Legende der Madre Monte, der Bergmutter. Der alten Sage nach beschützte die Bergmutter die Tiere und die Natur des Waldes vor gierigen Räubern und Wilddieben. Doch ward sie eine lange, lange Zeit nicht mehr gesehen. Einst erzählte ein Großvater diese Legende seinem Enkel, und dieser, einmal im Alter des Großvaters angekommen, wiederum seinem Enkelkind. So vergingen viele 100 Jahre bis zu jenem folgenden Tag. Ich erzähle euch heute von einem Holzfäller namens Alfonso, bekannt für seine Gier und seine Respektlosigkeit gegenüber der Natur. Er galt als fleißig, und dank seiner kräftigen Statur konnte er täglich ein halbes Dutzend Bäume spielend allein fällen. Das machte ihn schon nach wenigen Jahren zu einem wohlhabenden Mann. Im Dorf war Alfonso als unangenehmer Zeitgenosse bekannt, großkotzig und pöbelnd, wissend, dass niemand es mit seinen kräftigen Armen aufnehmen konnte, betrank er sich im Wirtshaus und benahm sich sprichwörtlich wie die Axt im Walde. Er prahlte damit, wie viele Bäume er schon gefällt hatte und wie leicht es ihm fiele, den ganzen Wald allein abzuholzen, wenn er nur wollte. Für die Warnungen der Dorfbewohner, er dürfe die Bergmutter, die Madre Monte, nicht verärgern, hatte Alfonso nur ein leises Kichern übrig. Und heute ist der Tag, an dem er beschloss, den prächtigsten Baum im tiefen, alten Wald zu fällen. Alfonso stärkte sich mit einem üppigen Frühstück aus seiner prall gefüllten Speisekammer und machte sich mit seiner glänzenden Axt auf den Weg. Als er den Baum nach einem langen Fußmarsch fand, bemerkte er die dicken, kräftigen Wurzeln. Er fragte sich, wie alt der Baum wohl sei und ob er jemals einen so schönen Baum gesehen hatte. Er dachte darüber nach, wie viele Bretter er aus dem Ertrag verkaufen könnte. Doch das war ihm im Grunde schon lange nicht mehr wichtig, denn er war längst ein gemachter Mann. Er nahm einen Schritt Anlauf und schlug mit einem kräftigen Hieb die Axt in die Eiche. Er wollte gerade zum zweiten Schlag ausholen, da hörte er hinter sich ein Knacken. Seine dunklen, von buschigen Brauen überdachten Augen erblickten frische Spuren, die Spuren eines Wildschweins. Obwohl er pappsatt war, dachte Alfonso, ein Stück Fleisch sei doch nicht zu verachten. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen, diesen Spuren zu folgen. Doch auch nach mehr als einer Stunde war kein Wildschwein aufzufinden. Der Wald schien sich hinter Alfonso immer mehr zu verschließen. Da sah er einen kleinen Teich, in den ein Wasserfall mündete. Azurblau das Wasser und glänzend. Um den Teich herum fand man Büsche voller Him- und Brombeeren. Was für ein wunderschöner Ort, dachte sich Alfonso. Von der langen Suche hungrig und durstig geworden, überlegte er kurz, dort Rast zu machen. Aber was sind Wasser und Obst gegen ein riesiges Wildschwein, welches die Speisekammer zum Platzen bringt? Er zog also unbeirrt weiter. Nachdem Alfonso am Teich gewesen war, vergaß er sich fast selbst und verlor die Spur des Wildschweines, und so verirrte er sich schließlich, und die Nacht brach herein. So groß und stark er auch war, so ängstlich wurde ihm nun. Er hörte all die Tiere des Waldes, konnte sie aber in der finstersten Dunkelheit nicht sehen. Er lehnte sich an einen alten, knorrigen Baumstumpf, zog die Axt ganz nah an seine Brust und schloss die Augen, um die Nacht schlafend zu verbringen. Doch als er gerade einzuschlummern schien, rief eine donnernde Stimme seinen Namen. Imposante weibliche Gestalt, die Alfonso mit ihren feurigen Augen furchtsam anstarrte, halb Wald, halb Frau. Ihre Hände waren dünn wie Äste und ihr Haar war lang und grün wie Ranken. So schrecklich ihr Anblick auch war, so schön war doch auch ihr Gesicht. Mit mahnendem Blick fragte sie ihn:
Warum bist du hier? Bist du nicht gewarnt worden? Alfonso stammelte vor Angst eine Ausrede. Er war darin nicht gut, da er sich sonst nie zuvor jemandem zur Rechenschaft stellen musste. Sie sprach: Bist du nicht reich, gefürchtet und wohlgenährt genug? Hast du so großen Hunger, dass du gezwungen bist, dem Wildschwein sein Leben zu nehmen? Bist du nicht auch derjenige, der meinen Wald rodet und längst mehr nimmt, als er nur braucht? Meine Bäume werden dich einverleiben, so dass du auf ewig Teil dieses lebendigen Waldes bist und ihm nicht mehr schaden kannst. So gibst du dem Wald endlich etwas zurück. Alfonso wimmerte um Gnade und gelobte, wenn La Madre Monte ihn verschonen würde, fortan keinen Baum mehr zu fällen, kein Tier mehr zu jagen und dem Wald zum Schutze zu dienen. La Madre Monte war nicht grausam. Sie beschloss, ihm eine Lektion zu erteilen, die er nie vergessen würde. Sie sagte zu ihm: Alfonso, fälle einen Baum, dessen Feuerholz dich wärmt, labe dich an den Speisen des Waldes, so dass du satt werden magst. Doch lebst du allein im Überfluss, während der Wald stirbt und das Leben in ihm, so sterben letztendlich wir irgendwann alle. Ich gebe dir eine Chance. Lauf nach Hause, vergiss, was du hier gesehen hast und versprich, dich zu ändern. Alfonso war so heilfroh, dass er sofort versprach, sich zu ändern, und rannte, immer noch ganz Angst und Bange, so schnell seine Beine ihn trugen, nach Hause. Am nächsten Morgen, noch bevor Alfonso seine Augen öffnete, verspürte er ein Kitzeln auf seiner Hand. Er öffnete seine Augen und sah einen wundervollen Schmetterling. Er strahlte in allen erdenklichen Farben. Doch als er um sich schaute, war er mehr als nur erstaunt. Er war gar nicht zu Hause angekommen. Er befand sich mitten im Wald, immer noch an den knorrigen Baumstumpf gelehnt. Die Sonne schien und die Vögel sangen. Er atmete die frische Luft tief ein und ihm wurde klar, La Madre Monte hatte ihn nicht bestraft, sondern ihm ein Geschenk gemacht. Sie hatte ihn von seiner Selbstsucht geheilt und ihm die Schönheit des Waldes gezeigt. Überall war sie zu sehen und er hätte sich jederzeit daran laben können. Stattdessen dachte er immer nur daran, wie er sich daran bereichern kann. Oder hatte er gar nur geträumt und die Lektion von selbst gelernt, wie dem auch sei. Das war nicht von Bedeutung. Er wollte einfach von nun an kein Holzfäller mehr sein, sondern ein Hüter des Waldes, der die Natur beschützte und allen von der wahren Güte von La Madre Monte erzählte, wenn es sie denn geben sollte. So wurde aus dem gierigen und selbstsüchtigen Holzfäller Alfonso ein Hüter des Waldes, und die Geschichte von La Madre Monte wurde zu einem Märchen über Vergebung, Erkenntnis und die Magie der Natur. Die größte Sünde des Menschen ist nicht die Gier nach Besitz oder Reichtum, sondern die Missachtung der Natur. Denn wer die Natur ausbeutet, zerstört nicht nur ihre Schönheit, sondern beraubt sich auch selbst der wahren Gaben des Lebens. Das wahre Glück liegt nicht im Nehmen, sondern darin, die Fülle der Welt zu schützen und mit allen zu teilen. Das war es für heute, liebe Märchenfreunde. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Ich hab euch lieb. Tschüss, euer Märchenmann. Berühmte Märchen und Geschichten, famous fairy tales and stories, contes et histoires célèbres, cuentos de hadas.